Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU 13 und auf allen anderen Servern. Auf meinem Main habt ihr es ja gesehen, auf dem Battle Mage als auch auf meinem Krieger habe ich noch privat gezockt. Und zwar dort habe ich auch den fahrenden Dungeon ohne Probleme komplett von 1 bis 10 durchentern können. Da gab es gar keine Gegenwehr irgendwie. Ich hätte gedacht, zumindest auf meinem Krieger, dass es dort irgendwie ein bisschen dazu führt, dass man Probleme haben könnte. Und jetzt wollte ich das Ganze mal auf dem Server ausprobieren, wo ich jetzt am neuesten drauf gestartet habe. So. Und das halt eben auf EU 13, da bin ich jetzt gerade 121. Und wir wollten hier heute sowieso noch uns neu equippen, weil es gerade Epic Event ist und ich gutes Potenzial habe, starke Epics zu finden. Ja, wenn man sich hier mal den Unterschied anschaut zwischen dem hier und dem hier zum Beispiel, kann man da ein bisschen was machen und mein Ziel ist es dann damit, auf jeden Fall in der Lichtwelt den Frostblut-Tempel zu besiegen und die Mordmaschine damit. Und bei der Pyramide des Wahnsinns bin ich auch ein Gegner entfernt, mein Spiegelbild zu besiegen und dann dementsprechend hier auch dann weiterzukommen. Das war bisher noch mein Blocker gewesen. Ja. Aber zuallererst gucken wir mal in den fahrenden Dungeon rein. Ob der hier Probleme macht irgendwie. Und ich bin da echt gespannt drauf. Ja, okay. Ich glaube, es könnte sein, dass wir nicht alle Gegner schaffen. Also vielleicht schaffen schon. Aber vielleicht sterben wir einmal. Vielleicht aber auch nicht. Okay, das ist wirklich sehr... Okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Anscheinend sind die wirklich überall relativ easy. Ja, und das ist natürlich... gut. Da haben wir uns jetzt schon mal einen Slot gespart hier. Ja, zack. Steingewinnung. Das ist immer noch so ein bisschen... Okay, so gut, das klappt jetzt. Das war die letzten Male immer ein bisschen kompliziert gewesen, das irgendwie hier direkt aus dem Inventar rauszumachen. Ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Deswegen würde ich mal sagen, verkaufe ich das mal. Und damit haben wir schon mal einen Stein, einen Ring und einen Stein im Ring. Ja, allerdings weiß ich jetzt nicht, wie aktuell der jetzt ist. 121 All-Stats. Könnte sein, dass der relativ aktuell ist. Wir gucken aber mal in die in den Zauber- und Waffenladen rein. Meine Waffe ist wirklich echt aktuell, muss ich sagen. Das ist somit die beste, nicht ganz die beste Spanne, die ich kriegen kann, aber hat halt auch einen Geschickwert. Und warte mal, ich rechne noch mal ganz kurz durch. 305er Durchschnittsschaden haben wir hier drauf. Mal 1,5 ist dann der Maximalwert rechts raus. 457. Es ist wirklich knapp am Optimum dran und wir haben halt Geschick hier drauf und ja, das ist, wir haben die Waffe im Livestream extra rausgesucht gehabt, weil ich unbedingt diesen Gegner hier noch vor dem Epic Event down haben wollte. Grund dafür ist, wenn der down ist, mein Spiegelbild... Ihr wisst nicht, also vielleicht für die Leute, die da im Livestream mit dabei gewesen sind, ja, die können das nachvollziehen. Aber ich habe jetzt wirklich null Progress gemacht seitdem. Wir haben bestimmt 1000 Pilze hier in den Gegner reingesteckt. Wir haben auch nochmal extrem viel Pilze in die Waffe reingesteckt, dass wir da die beste Waffe so haben können, die wir so einigermaßen kriegen können. Und der wollte und wollte und wollte nicht fallen. Und jetzt try ich den hier ein paar Mal. Und dann ist der direkt down, Alter. Holy Guacamole. Wir gucken mal uns den Dings an hier. Den Kampf. Ich weiß nicht, da müssen wir ja jetzt nur gekrittet haben, oder? Ja, nee, das waren 2 heftige Crits gewesen. Okay, wahrscheinlich dann mit Maximalspanne getroffen und dann hat sich das Ding schon erledigt gehabt hier, ja. So, mein Tipp, den ich euch geben kann, ist immer, wenn ihr vor eurem Spiegelbild steht, ja. Bekämpft es wirklich ehrenvoll und zwar im guten alten Bare-Knuckle-Fight, ja.
damit ihr auch den Redsrott hier dann auch mal schön eins auf die Schnauze geben könnt. So. Im Prinzip ist es eigentlich relativ Wumpe, ob ihr es jetzt nun macht oder nicht. Das ist bei mir irgendwie immer jetzt schon so ein bisschen schon zur Tradition geworden, weil das Ding ist halt, wenn ihr jetzt euch eine Waffe anlegt, dann ja, spiegelt der halt eben auch die Waffe und so habt ihr jetzt halt keine Waffe und so hat der Gegner jetzt halt auch keine Waffe. Ja, geil. Und wir profitieren hier von unserer Fähigkeit und haben damit auch Stufe 124 geschafft, was wirklich extrem wichtig ist. Okay, den nehmen wir mit. Gut, dann müssen wir hier allerdings nochmal eine Steingewinnung machen. Und diesmal klappt es nicht. Ja, diesmal klappt es nämlich. Ich hatte es vorhin schon gewundert, warum es so direkt auf Anhieb geklappt hat. Weil aus dem Inventar heraus hier eine Steingewinnung zu machen, ja, das klappt irgendwie manchmal nicht. Deswegen gehe ich immer manuell auf den Schmied. Ja, dann gehe ich hier auf die Steingewinnung, dann hier, zack, und dann klappt das auch eigentlich. Ja, so, und dann haben wir hier schon mal wirklich, jetzt haben wir einen guten Ring am Start auf jeden Fall. Und wir haben ein paar Level gemacht, bevor wir überhaupt angefangen haben zu blättern, was wirklich nochmal extrem wichtig gewesen ist, dass wir hier nochmal mit höherem Level ein paar Epics suchen. Und jetzt steht uns eigentlich nur noch die Mordmaschine im Weg. Ich try den jetzt einfach mal auch mal ein bisschen, ja. Vielleicht ein paar Test-Tries, ja. Weil der könnte uns auch, ja, vielleicht wieder auch sogar 2 Level bescheren. Mit ein bisschen Glück. Ich weiß es nicht ganz genau, wie viel der jetzt gibt hier und wie viel wir noch brauchen. Allerdings ist das halt der Gegner, an dem wir noch vorbei müssen, um halt eben die Schwarzschädelfestung hier betreten zu können. Und ja, ich glaube, wir legen erstmal Fokus auf neue Epics, weil ansonsten wird das wieder so wie letztes Mal so eine knappe Nummer. Hier mit den ganzen Sachen hier. Ja, das ist zwar schon eine 3-Stat-Rüstung, aber wenn, dann wollen wir auch eine bessere Rüstung drauf haben auf der Rüstung. Also, ja, checkt ihr? Ja. Okay, wir haben hier schon mal exorbitant gute Handschuhe. Die Schuhe plus 61, leider auch ein bisschen weniger Rüstung. Da wollen wir auch möglichst darauf achten, dass wir da einigermaßen gut abgesichert sind. Was ist das denn? Also, immer hier, also, ja, ich meine, gegen den Magiergegner jetzt hier, ne? Ist es jetzt relativ egal, sag ich mal. Ja, sowas wollen wir haben hier. Sowas ist gut, ja. Ich verstehe auch nicht, warum die Rüstung immer so krank schwankt, ja. Waffe, 3 Stat. Das, ja, das kann man machen auf jeden Fall. Die Spanne ist sehr, sehr geil. Ich weiß halt, also die nehmen wir auf jeden Fall mit, ist ja klar wie Kloßbrühe. Ja, auch wieder 3-Stat, ne? Aber ich will halt nicht so krank ins Defizit mit der Rüstung gehen. Ich meine, wir haben hier gut jetzt nochmal Rüstung rausgeholt für das Item. Wenn wir jetzt irgendwo ein bisschen plus minus 100 haben, ein 3-Stat nehme ich das, glaube ich, nächstes Mal mit, weil wer weiß, wann wir hier das nächstbessere Item bekommen. Ja, brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben schon was Gutes. Ich weiß jetzt halt bloß nicht, ja, wie gut ist diese 3-Stat-Waffe im Vergleich zu dieser Waffe hier. Extra jetzt speziell nur für den nächsten Gegner, also für die Mordmaschine. Weil ich glaube, gegen die Mordmaschine brauchen wir halt wirklich 180 plus 92. Wir nehmen es mit, komm, scheiß drauf, die Schuhe haben hier schon gut Rüstung durchgecarried, da machen wir trotzdem Plus am Ende des Tages. Versteht ihr, weil gegen den Magiergegner, okay, hier haben wir auch nochmal Plus-Rüstung, das ist gut. Was fehlt uns denn jetzt noch? Wir haben, warte mal, wir legen mal alle neuen Gegenstände an hier. Zack, 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 weil gegen die Magier... Achso, Rüstung brauchen wir noch, eine Rüstung, okay. Ja, obwohl, wir gucken erstmal dann im Zauberladen. Weil gegen Magier ist es eigentlich... Ja, willst du eigentlich mehr Schaden haben und Leben spielt da, glaube ich, nicht so die Rolle. Klar kann es sein, dass wir nochmal einen Hit mehr tanken irgendwie. Und ich glaube auch, overall gesehen ist die Waffe deutlich besser, natürlich, ohne Frage. Aber jetzt speziell für den Gegner, ja, habe ich mir jetzt so mal Gedanken gemacht gerade. Haben wir Festungsevent eigentlich? Frage ich mich jetzt gerade auch zufällig gerade? Nö. Okay. Sonst, warte mal, was geben die Steine? 166.
Ich guck mal, ob ich vielleicht sogar noch einen neuen Geschickstein für die Waffe kriege. Vielleicht lohnt sich das, die kleinen. Okay, ne, ich glaube, das lohnt sich nicht. Wir machen einfach eine Steingewinnung hier draus und dann ist das gut. Dazu gehen wir zum Schmied. Gehen hier auf die Steingewinnung. Zack, Stein raus. So, und der kommt dann in die Waffe. Die muss dann jetzt erst so nochmal extra gesockelt werden. Ja, das ist ein bisschen umständlich. Da kann man sich wirklich ein paar Klicks sparen. Das ist auch noch eine große Downside jetzt von dem neuen Update. Aber ich denke mal, da wird auch dran in Zukunft noch gearbeitet werden. So, dann ja, gewinnen wir jetzt die restlichen Steine hier. Zack, das können wir ja alles hier mit Mal machen. Boom, ist natürlich ziemlich teuer auch das Ganze. Und ja, jetzt setzen wir das alles rein. Ist ja, glaube ich, relativ egal, wo wir es jetzt hier reinsetzen. Ach so, jetzt müssen wir nochmal, ja, Sockel, Dankeschön. So, zack. Und den Kollegen hier bitte auch nochmal sockeln. Man kann nicht hier raus sockeln. Man kann gar nicht sockeln. Okay, also ja, also man sieht's. Hier treten wirklich noch leider ein paar Problemchen auf. So, zack, jetzt aber. Okay, ziemlich umständlich, aber wie gesagt, hoffentlich wird da noch dran gearbeitet. Wir gucken mal ganz kurz nochmal ein paar Test-Tries, wie es jetzt aussieht hier gerade. Gegen den... Okay, jetzt werden mir die Tries angezeigt hier. Gegen den Gegner, weil... Oh, okay, ja gut. Ja, wir haben jetzt schon gut Progress gemacht. Wir haben viele Stat-Punkte gefarmt. Den nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit. Sehr schön. Und dann, bevor wir nämlich in den Zauberladen gehen, gucken wir nochmal... Plus 10. Ja, das ist ja fast gar nichts. Gucken wir nochmal, dass wir noch ein paar Level machen und dann kriegen wir vielleicht noch ja, einen neuen schönen Anhänger auf höherer Stufe und nochmal vielleicht noch eine bessere Rüstung. Schauen wir mal. Mal gucken, ob wir hier oder wie weit wir hier erstmal kommen, ohne großartige Struggles hier zu haben, hier bei den Gegnern. Schauen wir mal. Auf jeden Fall müssen wir das Epic Event hier noch am Wochenende jetzt ein bisschen auskosten hier. Ja, 130. Siehst du, das geht doch voran hier. Das ist immer so die Phase hier, so die Bereiche hier, so Schwarzschädelfest und Pyramide des Wahnsinns, Frostblut-Tempel. Das sind so die 3 Dungeons immer. In der Phase halte ich mich immer super gerne auf im Early Game, weil eigentlich kannst du hier wirklich, wenn du Epic Event hast, kannst du hier wirklich, ja, durch die Dungeons hier durchrasieren, ohne großartige Probleme hier zu haben. Du musst dich natürlich mehrmals equippen, das ist ganz klar, ne? Also so mit einem Schwung schaffst du es nicht. Stimmt, und der Wirbelwind, ja, okay, da wird dir hier alles gleich. Also hier wird dir alles gleich um die Ohren geschmissen hier. Genau, und das ist halt so geil. Jetzt kannst du halt nochmal zwischendurch in den Wirbelwind nochmal reingehen. Wenn du halt hier nicht weiterkommst, kannst du da noch ein paar Stat-Punkte noch dazu holen. Ja, hier, oh mein Gott, First Try, Alter. Okay, also seht ihr, was ich meine? Das ist halt super, super geil. So, Waffe schon wieder besser, allerdings von der Spanne her komplett Arsch, deswegen brauchen wir die gar nicht equippen. Genau, jetzt haben wir erstmal hier einen Blocker und hier kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Das ist jetzt erstmal ein Magier und da ist jetzt erstmal Schicht im Schacht. Jetzt könnte man halt gucken, ne? Jetzt könnte man im Wirbelwind rein, wir könnten jetzt unsere Begleiter equippen, könnten dann halt eben gucken, ob wir im Märchenturm was legen, wenn wir denn komplett jetzt ausrasten würden. Also ab jetzt ist halt, ne, für die, die sich fragen, wie man am Wochenende immer so oder am zweiten Tag 200 schafft, jetzt ist halt alles offen. So, jetzt ist riesengroßes Potenzial gegeben mit den Begleitern und dann dem Wirbelwind, Märchenturm, Schattenwelt, die dann jetzt auch noch bald freigeschaltet wird und ja, demzufolge könnt ihr da jetzt komplett ausrasten, wenn ihr wollt, ne? Und deswegen sind so viele Level auch machbar. Wir spielen uns jetzt erstmal hier durch den Wirbelwind noch auf das nächste Level hoch. Und dann gucken wir mal nach den restlichen Epics, die uns noch fehlen. Und dann würde ich sagen, ist erstmal für heute soweit das in Ordnung. So, gucken wir mal rein hier. Genau, wie sieht es eigentlich mit den Pots aus? Ja, die sind noch gut vorhanden, die Pots. So, jetzt gucken wir nehmen den trotzdem mal mit hier. Damit wir hier nicht in Bredouille geraten, hier früher oder später. Und einen davon auch nochmal. So. Ja, auf sowas habe ich gewartet hier. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Mal gucken, was fehlt uns denn hier noch? Der Ring. Okay, eigentlich
eigentlich sind die Sachen, die wir jetzt hier noch bekommen, die restlichen aus dem Zauberladen, 102. Okay. Ja, boah. Nee, müssen wir auch erst wieder sockeln und so. Das Ding ist hier schon gesockelt und wegen 2 Stat-Punkten wäre es, glaube ich, idiotisch gewesen. Okay, das brauchen wir gar nicht. Aber auch interessant, dass wir jetzt hier dreimal die Trillerpfeife hintereinander bekommen haben und gar kein anderes Epic aus dem Shop hier bisher gesehen haben im Zauberladen. Das ist natürlich auch wieder schade, aber ich glaube halt auch, wir nehmen das mal mit. Aber es macht keinen großen Unterschied mehr. Ja, das Extra ist jetzt auch nicht so, dass wir es jetzt noch so unbedingt brauchen. Deswegen lassen wir das mal da, wo es ist. So, Steingewinnung. Oh, klappt. Sehr schön. Zack. Okay. Und dann gucken wir nur noch mal nach der Rüstung. Nach einer schönen neuen Rüstung. Und dann sind wir eigentlich soweit erstmal schon wieder durch für heute, würde ich sagen. Wir kommen jetzt erstmal bei dem neuen Gegner in der Lichtwelt nicht vorbei. Wie gesagt, der Magier... Süßte. Naja, geht doch. Geht doch alles hier. Ist doch sehr schön. Ja. So, nochmal versuchen. So, okay. Haben wir doch hier alles erledigt, was wir wollten. Ja, haben neue Epics am Start. Eine sehr, sehr schöne Epic-Waffe, muss ich wirklich mal so sagen. Die ist sehr, sehr geil. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal hier ist jetzt erstmal finito. Und, obwohl, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da so einen krassen Try jetzt raushauen, aber das war bestimmt ein sehr lucky Try. Das war ein Bait-Versuch. Mit solchen Versuchen will das Spiel euch immer baiten, dass ihr da noch mehr rein steckt hier, aber, naja, nicht mit uns. Das lassen wir uns nicht gefallen. Ne, Freunde, wir haben auch guten Progress gemacht auf jeden Fall. Kurze, knackige Folge, Epic-Event, paar Dungeons mitgenommen, paar Level gemacht und ich denke mal, das ist doch vollkommen in Ordnung. Alles klar, Freunde, dann war es das soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.